Schön, dass ihr reingeklickt habt. Willkommen zu einem neuen Video. Die Reise zum Mars. Und mit dabei sind Johann und Jimmy. Hallo Leute. Hallo Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ihr heute mit dabei seid. Und um was geht es denn überhaupt in diesem Video? Wir werden als erstes alle aktiven Weltraumsonden besprechen, welche sich auf den Weg zum Mars gemacht haben und was sie, kurz gesagt, für einen Zweck haben. Außerdem werden wir über bemannte Missionen zum Mars sprechen, wie sie zum Beispiel von SpaceX oder der NASA geplant sind und wie wahrscheinlich sie aus heutiger Sicht 2021 sind. Jeder weiß es, heute einer der begehrtesten Planeten überhaupt, der Mars. Viele Nationen haben Missionen geplant, wie zum Beispiel Raumsonden oder die bemannte Reise zum Mars. Allein dieses Jahr sollen 3 Sonden zum Mars fliegen. Und nun stellt euch Johann die aktuellen aktiven Raumsonden vor. Ja, kommen wir mal zu den letzten bekannten noch aktiven Raumsonden bis heute. Da wäre einmal Curiosity von der NASA, die 2011 startete, ein großer Rover auf der Marsoberfläche. Dann 2013 eine indische Raumsonde, die im Mars-Orbit positioniert ist und nennt sich Mars-Orbiter-Mission. MAVEN, eine Sonde, die ab 2013 im Orbit die Marsatmosphäre untersucht. Und ExoMars Trace Orbiter. Russland und Europa haben sich zusammengetan und die Sonde in den Mars-Orbit geschickt. Ja, und die Schiaparelli-Sonde wurde zerstört bei der Landung. So kann es eben auch gehen. Man muss sich einfach mal vorstellen, wie hoch die Entfernung zwischen Mars und der Erde ist. Durchschnittlich ist die Entfernung 228 Millionen Kilometer groß. Eine Sonde aus der Ferne zu steuern ist deshalb sehr, sehr schwierig und man versucht deshalb die Sonden so zu gestalten, dass diese autonom agieren können. Trotzdem ist es natürlich sehr schwierig, auf dem Mars zu landen, da die Atmosphäre dünn ist und es praktisch keinen Luftwiderstand gibt. Ja, die Objekte fliegen viel schneller zu Boden als auf der Erde. Das ist auch ein wichtiger Faktor bei bemannten Raumfahrten, den viele außer Acht lassen. Als nächstes kommen wir zu den aktuelleren Sonden, das heißt alle aktiven aktuellen Sonden ab 2018 von den bekanntesten Unternehmen. Johann, kannst du den Part nochmal übernehmen? Die Sonde InSight von der NASA wurde 2018 ins Leben gerufen. Sie soll die Zusammensetzung im Marsinneren untersuchen. Und jetzt kommen wir zu den aktuelleren Sonden, die 2020 gestartet wurden und in diesem Jahr 2021 den roten Planeten erreichen werden. Da gibt es einmal die Sonde von den Arabischen Emiraten, die das Klima und die Atmosphäre untersuchen soll. Dann Tianwen 1 von China, ein ganz normaler Rover. Mars Rover 2020, Mission von der NASA, welche auf Curiosity basiert, Leben finden soll und Proben vorbereitet, welche dann irgendwann zur Erde mitgenommen werden sollen. Mars Helikopter 2020, auch von der NASA. Das ist ein Helikopter, welcher in der Marsatmosphäre fliegen kann. Er wird übrigens Ingenuity genannt. Was sich aufgrund der Luftkonzentration als schwierig erweist, da wie vorhin schon beschrieben 99% dünner als auf der Erde ist. Dieser kleine Drohnenhelikopter Ingenuity soll aber trotzdem beweisen, dass Fliegen auf dem Mars möglich ist. Dazu besitzt er Kohlefaserrotorblätter, die sich viel schneller drehen als auf der Erde. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, ob sich das Stück Wundertechnik der NASA bewahrheiten kann. Das waren also die bekanntesten aktiven Sonden und die neuesten 3,
welche eben 2021 den roten Planeten erreichen. Die USA ist längst nicht mehr alleine, viele andere Mitstreiter haben große Pläne, den Mars zu erkunden. Jimmy, kannst du uns noch sagen, welche Sonden als nächstes geplant sind? Da wären einmal Escapade aus den USA und soll den Nachbarplaneten 2022 untersuchen. Dabei soll die Magnetosphäre und Atmosphäre untersucht werden. ExoMars Rover im Jahre 2022 soll von der ESA Europa und aus Russland geplant sein. Ebenfalls 2022 aus Japan, die ISAS, der Mars Terahertz Mikrosatellit Terex 1 soll auf der Oberfläche landen. Auch hier Japan, aber im Jahr 2024. Martian Moons Exploration, MMX, soll zu den Marsmonden Phobos und Deimos. Das wäre auch ein Spektakel, endlich mal die beiden Monde aus der Nähe zu sehen. Sie könnten vielleicht noch mehr über die Marsgeschichte erzählen. Ja, wie der Mond unsere Erde beeinflusst, könnten die beiden Marsmonde auch ihren Mutterplaneten beeinflussen. Es ist faszinierend. Danke euch beiden für eure Kommentare bis dahin. Das sind also die schon fest geplanten Missionen. Gibt es noch Konzepte umbenannter Missionen, Johann? Also Missionen, die vielleicht bald starten könnten? Ja, die gibt es. Und das kann ich kurz erläutern. Zwischen 2024 und 2026 gibt es Konzeptmissionen aus den Ländern Indien, Japan, USA und Europa. Diese sollen grob gesagt auch in der Mars-Umlaufbahn positioniert werden und Proben auf der Oberfläche sammeln. Wirklich extrem interessant. Übrigens, die erste erfolgreiche Sonde, die rausging, war die Mariner 4 von der USA, NASA im Jahre 1964. Mittlerweile sind 50 Missionen bereits gestartet worden, wenn man auch die mitzählt, die nicht erfolgreich waren. Genau, da ist wirklich schon einiges los auf dem Mars. Gut, dass nur Menschen Sonden dorthin schicken, sonst wäre wohl dort die Hölle los, wenn noch Außerirdische auf die Idee kämen. Das stimmt, ja. Glücklicherweise ist das nicht so. Die Bilder der Rover-Roboter sind übrigens sagenhaft. Hier sehen wir einige Felsen und Gestein. Es sieht fast so aus wie auf der Erde. Auf der Erde gibt es wirklich ähnliche Gebiete, wo solche Roboter auf dem Terrain getestet werden. Dieser Geländeroboter ist sehr leicht und kann sich zum Beispiel auf Klippen abseilen, steiles und felsiges Gelände befahren und vieles mehr. Dieser nennt sich Axel und ist noch in der Prototypenphase. Wir dürfen also weiterhin gespannt sein. Ein wirklich faszinierender Planet. Hier sehen wir Marsdünen. Diese bewegen sich auf der Erde viel schneller, da Wasser und starker Wind vorhanden ist. Auf dem Mars ist der Wind wegen der dünnen Atmosphäre eher schwach und das fehlende Wasser trägt natürlich ihr Übriges bei. Man hat sogar anscheinend kürzlich unter den Polkappen einen See in der Größe des Bodensees gefunden, in dem einfaches Leben vermutet wird. Allerdings ist der bis zu 1 Kilometer tief. Das wird dann wohl noch etwas dauern, bis wir da hinkommen. Ja, wir können definitiv froh sein, wenn wir es zur Oberfläche schaffen, aber die Vorstellung von Leben dort wäre unbeschreiblich schön. Das finde ich auch, denn auch für andere Nationen ist Leben zu finden auch ein zentraler Bestandteil vieler Missionen. Kommen wir zu den bemannten Raumfahrtmissionen. Wie ist da der aktuelle Stand und wann können wir mit einer bemannten Mission rechnen? Das werden wir nicht ganz im Detail besprechen, da wir sonst den Rahmen sprengen würden. Dennoch gibt es schon in der Raumfahrttechnologie einige Fortschritte. Allerdings gibt es außer der Technik noch einige andere Hürden. Dazu zählt zum Beispiel die Hintergrundstrahlung im Weltraum oder die Nutzbarmachung von Gemüse, Obst und anderen Lebensmitteln, die fehlende Schwerkraft während der Reise zum Mars. Das sind wirklich extreme Bedingungen für die Astronauten und natürlich viele, viele andere Dinge, die gerade noch in der Forschung sind und einfach noch ein Weilchen benötigen, bis sie einen gewissen Stand erreicht haben. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Jetzt wollte ich nochmal zu den bekanntesten Raketenunternehmen bzw. Behörden.
Zum einen gibt es die NASA mit dem SLS Space Launch System, der größten Rakete der Welt. Und dann gibt es SpaceX mit dem aktuellen Starship. Das wird sehr viel getestet aktuell in vielen Prototypen. Beide Behörden bzw. Unternehmen wollen zum Mars. Zwar sind zuerst Mondmissionen geplant, aber Elon Musk von SpaceX will bereits 2025 Astronauten zum Mars senden. Die NASA allerdings erst zwischen 2030 und 2035. Blue Origin von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, kann auch einige Fortschritte verzeichnen. Auch wenn diese ihre Fortschritte und Erfolge nicht so lautstark preisgeben werden, wie zum Beispiel SpaceX mit Elon Musk. Da gibt es ja ziemlich viel in der Presse. Allerdings werden Pläne zum Mars dementiert. Der Amazon-Gründer hat andere Pläne, aber wer weiß, vielleicht ändert ja Blue Origin ja seine Meinung. Schon vor 10 Jahren gab es Dokumentationen, dass Mars-Missionen im Jahre 2020 starten sollen. Astronauten haben sich beworben und darauf vorbereitet. Die Zeitpläne sind allerdings unrealistisch, da viele Punkte wie die Technologie, Nahrungsmittelzüchtung auf unwirtlichem Boden oder den Schutz vor der kosmischen Hintergrundstrahlung noch völlig ungeklärt sind. Dass die Atmosphäre des roten Planeten so dünn ist, liegt daran, dass dieser praktisch kein Magnetfeld mehr besitzt und diese so kaum halten kann. Man vermutet, dass der Planet dieses globale Magnetfeld bereits während der Entstehung verloren hat. Der flüssige Planetenkern hat nicht mehr genügend Wärmepower. Außerdem werden Bewohner so nicht vor der kosmischen Strahlung geschützt, wie Johann bereits erwähnte. Genau, so ist es. Selbst heute ist das Thema der Strahlung noch nicht gelöst und selbst wenn es SpaceX schafft, eine wiederverwendbare Rakete kostengünstig herzustellen, bleiben andere Fragen offen. Kommen wir nochmal zum Thema Hintergrundstrahlung. Zum Thema Hintergrundstrahlung wäre eine Lösung, dass sich die Menschen auf dem Mars in Höhlen ansiedeln. Dort ist man vor der Strahlung geschützt. Die Züchtung von Nahrungsmitteln wird bereits auf unserer Erde getestet und soll auf dem Mond ebenfalls getestet werden. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Leben auf der Oberfläche? Viele Leute denken, das ist so wie im Film Marciana. Leider ist das vorerst nur ein Traum. Aber ja, die Lösungsansätze wie etwa in Höhlen zu gehen, könnten funktionieren. Wenn wir also zur Zeitschätzung kommen, wann es bemannte Flüge zum Nachbarplanet geben könnte, dann kann ich sagen, dass ein Marsflug nur wahrscheinlich werden könnte, wenn Elon Musk mit SpaceX ein robustes Raumschiff baut, das auch wiederverwendet werden kann. Aktuell wird es nicht wie bei der NASA in Kohlefaser, sondern aus Stahl gebaut. Zuletzt mit dem Starship SN8 in 4 mm Stahl und der nächste Prototyp hat nur 3 mm. Das ist günstiger. Generell ist Stahl billiger, stabiler und hat sogar Vorteile gegenüber Hitze. Trotzdem denke ich, dass es frühestens 2030 durch SpaceX zum Mars geht. 2025 wird es SpaceX eher zum Mond schaffen. Das denke ich allemal. Sie haben in kurzer Zeit so viel geschafft. Die NASA mit dem Space Launch System hatte zuletzt nicht die erhofften Ergebnisse geliefert. Die Triebwerke hatten ein Problem mit dem Hydrauliksystem. An sich sind Fehlschläge kein Grund zur Besorgnis. Trotzdem bin ich einfach verwundert, denn hier werden viele Millionen an Steuergelder verschlungen und trotzdem sind die Ergebnisse ernüchternd. Ja, die Ergebnisse sind bei der NASA noch in den Kinderschuhen. Offiziell setzt ja die NASA zwischen 2030 und 2035 bemannte Missionen zum roten Gesteinsplaneten an. Auch unter dem Aspekt, dass sich in dem Zeitraum Mars und Erde nahe stehen und die Zeit für den Astronauten erträglicher wird. Denn auch im Weltraum sind sie gefährlicher Strahlung, wie schon bereits erwähnt, ausgesetzt. Und verminderte Reisezeit bedeutet einfach vermindertes Risiko. Wollen wir es hoffen, dass es noch in diesem Jahrzehnt klappt. Die größte Hoffnung bleibt wohl SpaceX und nicht zuletzt werden wir physisch und psychisch starke Astronauten brauchen. Auch wenn es vielleicht wirtlichere Gegenden geben könnte wie den Mond Titan,
ist und bleibt der Mars eine wunderschöne Faszination. Das Rot der Oberfläche, welches übrigens durch rostendes Metall herrührt, und der orangerote Himmel sind ein Traum schlechthin. In der Nacht wird der Sonnenuntergang nicht rot wie auf der Erde, sondern blau. Durch die dünne Atmosphäre sind auch viel mehr Mondkrater und Meteoritengestein in Felsengröße zu sehen. Für die Menschen gäbe es viel zu entdecken. Auch wenn manche vielleicht sagen, dass dies ein einziger öder Gesteinsplanet ist, denke ich, dass dem nicht so ist. Ich denke, der Planet wird für uns noch einige Überraschungen bereithalten. Am besten wäre wirklich, die Menschen könnten ein Heil- oder Schutzmittel für die Strahlung finden. Das wäre eine Sensation. Dann würde ich sagen, danke auf alle Fälle an Jimmy und an Johann. Ihr seid wirklich ein tolles Duo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke an alle und einen guten Flug. Echt coole Sache und bis bald, Freunde!